Moin Leute und willkommen bei Rollerfix. Heute installieren wir das Windshield an einem Symjet 14 125 Kubik, Euro 5, Baujahr 2021. Der Roller fährt ja 100 km/h und auf der Autobahn, wenn der Wind etwas stärker weht. Man hat hier recht hohe Sitzposition. Das originale Windshield, was hier drauf ist, das schützt vor nichts. Man bekommt den ganzen Wind voll in die Fresse. Es gibt ein Windschild, das erste, was man findet, wenn man für dieses Modell sucht. Das ist dann ungefähr so hoch, also kaum höher als dieses hier. Ich dachte, das reicht mir nicht. Also habe ich bei Symparts, das ist jetzt keine Werbung, das ist einfach die Website, wo ich ein Windschild gefunden habe, was drauf passen sollte. Habe ich eins gefunden, was gut aussah, was hier drauf passt. Und dann ist dieses Monstrum hier angekommen. Ich habe das noch nicht ausgepackt. Ich weiß auch nicht, ob es hier eine Betriebserlaubnis dazu gibt. Die einzigen Zettel, die hier drin sind, scheint eine Installationsanleitung zu sein. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich weiß nicht, ob man für ein Windshield eine TÜV-Eintragung braucht oder nicht. Ob man ABE braucht oder nicht. Ich werde das auf jeden Fall auf den Roller drauf bauen und bei der nächsten Gelegenheit zum TÜV fahren, dass ich den abgenommen bekomme. So, was haben wir hier? Hier haben wir die Marke, die zeige ich nicht. Eine Nummer. Da soll wohl irgendwo eine ABI-Nummer geben. Die Betriebserlaubnis gibt es nicht. So, dann schauen wir uns an, wie das drauf passen sollte. Na gut, das sieht schick aus. Nicht? Dann war noch so eine Tüte dabei mit ganz vielen einzelnen Teilen und eine Installationsanleitung. Und hier drin einfach so zwei Zettel, auch mit Installationsanleitung. Sonst, wenn man Tuning-Teile fürs Auto, auch optische Teile fürs Auto bestellt, gibt es so ein Zettel, Zertifikat oder Betriebserlaubnis. Hier gibt es das nicht. Hier gibt es nur Installationsanleitung. Die brauchen wir nicht. Wir sind ja hier bei Rollerfix, das können wir selbst. Okay, hier kann man sich nur Bilder angucken, denn die ganze Anleitung ist in Spanisch, glaube ich, ist das. Also ich denke, das wird die erste Seite sein. Warum man die Spiegel hier verstellen soll, ist mir nicht klar. Das schauen wir uns gleich an. Dann gehört das Teil reingebaut. Das ist original da nicht so drin. Also das gibt es da drin nicht. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen werden. Die Bilder sind auch echt in schlechter Qualität. Naja, schauen wir uns an. Um das Original-Windschild abzubauen, müssen wir ein paar Teile lösen. Erstmal die Verkleidung hier unten. Die wird mit zwei Schrauben hier unten gelöst. So. Da sind nur zwei Schrauben. Da kann man hier rausziehen. Da ist ein bisschen Wasser drin, der war gerade in der Waschanlage. Ich lege immer die Schrauben, wenn ich Teile abbaue, lege ich die Schrauben in die Teile rein, sodass sie nicht verloren gehen. Das nächste Teil ist dieses graue hier. Das löst man hier mit einer Schraube in der Mitte. Und die zwei Schrauben an den Seiten, einmal hier und einmal auf der anderen Seite. Hier merken wir, die große Schraube war in der Mitte, die zwei kleinen an den Seiten. Das Teil zieht man jetzt nach unten raus. Da sind so Haken drin. Ich glaube, die sind so. Die kann man nicht einfach so rausziehen. Man muss die erst nach unten ziehen, damit die Haken sich aushaken. So, ein kleines Stück. Und dann nehmen wir sie so raus. So, auf beiden Seiten.
Das sind so diese Haken. Die muss man halt so erst rausziehen, bevor man die rausnimmt. Und ich denke, dieses Teil gehört auch ab. Das ist ja das Original, die Original Frontmaske slash Windshield, was eigentlich keine Funktion hat so wirklich. Da sind die zwei Schrauben hier an den Seiten. Unten gibt es keine und auf der anderen Seite noch zwei. So. Wenn wir das jetzt abnehmen, sehen wir zu, dass diese Clips, ne, die gehen runter, dass wir die nicht verlieren auf beiden Seiten. Legen wir auch zur Seite. Hier sind es 6 Schrauben. Hier in der Mitte 2, oben und unten. Und an den Seiten. So, jetzt kommt dieses Teil hier zum Vorschein, ne, was ich hier auf dem Bild gesehen habe. Wie war das? Hier. Ich weiß nicht genau, wofür es da drauf gehört, aber wir machen das einfach. Das kommt unter die beiden Schrauben hier. Okay, hier sind die Schrauben mit solchen Hülsen und die Hülsen passen hier drauf, also hier in die Öffnungen rein. Deswegen werde ich das genauso erstmal dran schrauben. So, jetzt kommt man aber nicht mehr an die Schraube ran. Ah, ich glaube, ich weiß, wofür das Teil da ist. So ein riesen Windschild wird wahrscheinlich auch hier unten diese zwei Halterungen brauchen. Ich denke, das ist einfach da, um die zwei extra Stellen zum Schrauben zu machen. Man hat hier ja zwei, ich denke, die kommt hier rein und dann unten, damit es nicht aus den nicht aus der Verankerung gerissen wird, noch die zwei Teile. Jetzt ergibt das Sinn. Also wenn dieses Loch hier übereinstimmt, dann ist das Loch hier an dem Bauteil leicht nach links versetzt. Also das ist eine ganz schöne Fummelarbeit, denn hier passt es einfach, wenn man auf der einen Seite festgeschraubt hat, passt die andere Seite einfach nicht. Das fehlt einfach 1 Millimeter, da muss man irgendwie sich zurechtbiegen, so dass man die Schraube auch nicht abbricht. Nee. Ich fürchte, hier wird das Gewinde beschädigt, wenn ich jetzt weiter drehe, so wie es ist. Und so richtig gut kommt man an die Schraube auch nicht ran, wegen dieser Ecken hier. Einfach ein unpassender Winkel. Also, jetzt nochmal versuchen.
habe hier jetzt keinen Gummihammer, sonst würde ich das mit dem Gummihammer machen. Ich will das Teil hier leicht reinhämmern von oben, damit die beiden Öffnungen einen Millimeter weiter auseinander gehen. Ja, so sieht das schon gut aus. Das ist normal, wenn man Teile bestellt. Ersatzteile sind nie Originalteile. Mal hier passt ein Millimeter nicht, mal da nicht. Man muss sich nur zu helfen wissen. Jetzt ziehen wir die einfach mit dem Maulschlüssel fest, weil hier kein anderes Werkzeug drankommt. So. Weiter geht's. Ich habe jetzt keinen Messschieber, aber hier mit dem Schneidermaßband scheinen die hier die richtigen zu sein. M5 16, 5 mm breit, 16 mm lang. Die kommen hier an den Seiten mit den weißen Hülsen rein. Ich denke, das müssen 4 Stück sein. Sind es auch, okay. Oben haben wir hier diese Hülsen. Sieht aber nicht nach irgendwelchen... Ach so, okay. Da kommen dann auch irgendwelche Schrauben rein. Ich denke, die ganz äußeren von wahrscheinlich die hier. Das werden wir gleich sehen. Aber dafür kommen, glaube ich, diese Teile hier ab. Weil sonst kann man hier sonst verdeckt es hier die Stelle. Okay, es kommt hier trotzdem nicht ganz. Die Teile gehören leicht nach oben. Ah, okay. Fehler gefunden. Das liegt nämlich daran, wenn man sich das hier anschaut, dass hier, wenn wir das Teil umdrehen, dann liegen die Öffnungen da, wo wir sie brauchen, nämlich ein bisschen weiter oben. Also nochmal die beiden Schrauben abmachen und das Teil umdrehen. So, dann haben wir hier im Lieferumfang noch so 2 Clips. Die gehören hier drunter, beziehungsweise auf dieser Seite unten, damit da später die Schrauben durchpassen, die da hingehören, denn die originale Öffnung ist sehr klein. Hier sehen die leicht anders aus, da passt eine etwas größere Schraube durch. Die kommen hier unten
Das passt auch hier überein. Das passt hier nicht. Okay, das scheint jetzt von der Breite nicht mehr zu passen. Ich biege die Teile einmal leicht nach innen. Das passt hier. So. Es kann sein, dass es daher kommt, dass ich die zurechtgebogen habe. Sonst würden die aber so nicht drauf passen. So, jetzt ist alles eingerastet. Was ich momentan ein bisschen hässlich finde, wenn das wirklich so bleibt, wie es ist, dann kann man diese schwarze Verkleidung durch das durchsichtige neue Windschild sehen, und ich finde das etwas hässlich. Was ich seltsam finde, ist, dass wir nur 2 von diesen Führungen hatten, obwohl wir 4 brauchen, denn wir müssen das ja auch mit 4 Schrauben festziehen. Hier passen die Schrauben noch durch. Hier aber nicht mehr. Ich denke, wir werden die Führung hier einfach mit einem Schraubenzieher oder so etwas erweitern müssen. So. Okay, also die beiden ziehe ich schon mal an. Jetzt verstehe ich, warum man die Spiegel umschrauben muss. Die kommen hier nämlich an die Scheibe dran. Die beiden hier und auf der anderen Seite werde ich leicht erweitern müssen. Ja, das klappt so nicht. Vielleicht erstmal mit einem schmaleren Schraubenzieher. Kann man natürlich auch machen, bevor man das Teil angeschraubt hat, um es nicht zu zerkratzen, nicht zu beschädigen.
Nee, das lässt sich hier so nicht reindrehen. Die Frage ist natürlich, wieso, wenn man 4 Stück braucht, wieso liefert man 2 mit? Wenn man das hier übersetzt, steht da, man soll diese Hülsen durch etwas weitere ersetzen. Hier sind 2 Stück und auf der anderen Seite 2, also die beiden und die beiden. Und dann liefert man nur 2 davon mit. Das macht natürlich Sinn. Also wer solche Hülsen oder Führungen, ich weiß nicht wie die Clips heißen, schon da hat, der sollte die verwenden. Ich nehme die Scheibe jetzt nochmal ab und werde versuchen, die Führungen so anzupassen, dass die Schrauben da reinpassen. So, dann werden wir jetzt improvisieren. Die Teile, wo die Schrauben, die dazugehören, die Schrauben, die hier nicht reinpassen, die lassen wir komplett weg. Da steht ja, man muss die durch die hier ersetzen. Aber wir haben auf der anderen Seite ja da drin diese Befestigung, die wir angebracht haben. Da passen die Schrauben auch so rein, ohne diese Clips. Und die oberen Clips, die werden wir dann durch diese hier ersetzen. Einmal hier und auf der anderen Seite. So, es wird mittlerweile schon dunkel. Aber ich hoffe, ihr könnt es noch sehen. Also, auf der Seite ist die reingegangen. Die ist zwar reingegangen, aber beim Festziehen hat sich ausgenudelt. Ne? Die muss man, wenn man rein oder rausschrauben will, später entweder komplett ersetzen oder einen Schlitz reinsägen. Die ist drin. Hier passt vorne und hinten nicht. Also das ist so die Qualität, wie man die Scheibe geliefert bekommt. Ich denke, ich werde hier ungefähr noch eine halbe Stunde versuchen, rausdrehen, reindrehen, anpassen, damit es irgendwie befestigt werden kann. Okay, also die Schraube geht halb rein und bleibt hier stecken. Weiter drehen geht nicht, ist aber nicht richtig fest. Ne, das Teil die Schraube soll eigentlich genau zu dem Teil passen, tut es nicht. Da werde ich dann morgen neues Gewinde reinschneiden, so dass es auch zu dieser Schraube passt. Gegebenenfalls eine andere Schraube verwenden, weil wie wir hier gesehen haben, die werde ich auch ersetzen. So sieht das bisher aus. Schon recht schick, wenn es auch vernünftig befestigt werden kann. Jetzt ist hier anhand der Zeichnung, kommen hier diese Hülsen rein. Ich denke mal, die Schrauben gehören auch dahin, aber das ist nicht eingezeichnet. Ja, die sind auch weich. Die kommen hier so rein. Ja, man merkt hier, das stimmt irgendwo alles nicht. Die Spaltenmaße, es ist irgendwie... So. In diesen Hülsen ist ein Gewinde drin, da kommen nachher die Schrauben rein. So. Jetzt kommt hier auf die Innenseite irgendwas reingeklebt. Wir legen das Teil genauso hin. Das sind so
Klebedinger drin. Steht hier, also es sieht so aus, als wären die auf der Seite unten aufgeklebt. Beginnend mit dem ab hier. Und das machen wir jetzt auch. So. So, das haben wir. Jetzt kommt das Teil da dran. Auch hier die Haken. Erst einhaken. So, und hier. Dann wird das Teil von unten nach oben reingeschoben. So, auch dieses Klebeteil, was ich da gerade reingeklebt habe. Wenn man diese Y-Verkleidung versucht hier reinzumachen, diese Blende. Dann gibt es einfach diesen Spalt, der nicht zugeht, weil erstens die Schrauben nicht richtig drin sind und da oben auch, also die oben ist richtig drin, aber dieses Klebeteil verhindert es, dass man das nahtlos aneinander legen kann. Deswegen werde ich das jetzt abmachen. Und so ganz perfekt ist es noch nicht. Aber der Spalt ist schon etwas weniger. Ne, so geht noch nicht mal die Blende drauf. Ich schraube die ganze Scheiße hier ab und mache die Originalblende bzw. Original-Windschutzscheibe drauf. Das ist irgendwie alles verbogen. Das passt gar nicht hier. Hier ist auch ein halber Zentimeter Unterschied. Also da muss man auch irgendwas zurechtbiegen, damit die beiden Öffnungen übereinander liegen. Das ist mir für 90 € passend zu dem Modell einfach zu viel Improvisation, zu viel anpassen. Wenn man so ein Teil für 90 € verkauft, dann erwartet man einfach, oder kauft, dann erwartet man, dass es passt. Dass man dann jetzt nicht alles neu erfinden muss. So, und das ist die Sicht hier von vorne, von da, wo ich sitze. Ich halte jetzt die Kamera direkt vor den Augen. Das ist das, was ich sehen werde. Also man sieht Bodenwellen und da, wo man sie nicht sehen soll. Die Straße wird sehr verzerrt, beziehungsweise die Sicht wird sehr verzerrt. Für 90 € ist einfach weggeschmissenes Geld. Die wird abmontiert. Und so sieht es auch noch aus der Perspektive aus, wenn das Licht an ist. Dann spiegelt sich einfach alles. Die Straße ist verzerrt, teilweise verspiegelt. Ich kann mir vorstellen, wenn es regnet, dann sieht man da gar nichts mehr. So, und so sieht das Ganze aus, wenn es fertig ist. Sieht das nicht schön aus? Ja, ein bisschen Fingerabdrücke lässt sich nicht vermeiden. Vor allem achtet mal hier auf die Spaltmaße. Einfach perfekt. Und vor allem die Sicht, wenn man da drauf sitzt. Na, perfekt. Nichts verzerrt. Und wenn man das Licht anmacht, noch besser. Ja, nee, jetzt im Ernst. Das Teil steht jetzt da in der Ecke. Ob es jetzt 10 € kostet, 90 oder 190, das muss ich echt nicht haben. Sieht nur vom Weiten gut aus.
vorne irgendwie hässlich, weil es durchsichtig ist und man sieht, dass darunter so dieses billige Plastik ist. Die Spaltmaße stimmen nicht, irgendwie passen die Schrauben nicht zu der Verschraubung, sondern die Sicht, die behindert wird. Egal wie teuer das Teil jetzt ist, hat knapp 100 € gekostet mit Versand. Ich lasse es einfach original, so wie es war. Was soll man machen? Man lernt ja nie aus. Wer sich also so ein Riesenteil kaufen möchte, würde ich von abraten. Ich will die Firma jetzt nicht schlecht machen. Kann sein, dass es für andere Modelle passt. Aber zu diesem Roller, Baujahr 21, E5, ein Spritzer, Symjet 14, 125 Kubik, passt es nicht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es so ist, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ihr könnt selbstverständlich kostenlos meinen Kanal abonnieren, um weitere Videos und Tipps nicht mehr zu verpassen. In diesem Sinne, tschüss und gute Fahrt.